In einer neuen Folge Kümmer-Tutorials, meine Lieben. Du suchst noch eine richtig schöne Dekoration für Ostern, dann habe ich vielleicht genau das Richtige für dich. Wir häkeln heute diese Besteck-Sets und die habe ich in verschiedenen Farben gemacht. Und du kannst natürlich die Farben wählen, auf die du Lust hast. So kannst du jeden Gast an deinem Ostertisch ein schönes individuelles Osterhasen-Besteck-Set hinstellen. Aber du hast auch noch Möglichkeit 2. Du kannst die Häschen natürlich auch nutzen, um das Ganze mit Süßigkeiten deiner Wahl zu befüllen und zu verstecken. Wenn du keine Lust auf eine Videoanleitung hast, kannst du auch gerne auf meiner Homepage die Anleitung runterladen. Dort habe ich dir schriftlich Schritt für Schritt mit vielen Bildern erklärt, wie das Ganze Reihe für Reihe funktioniert. Bist du ein Osterfan, lass dem Video gerne ein Like da und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und los geht's. Für deinen Hasen brauchst du nicht viel, eine Hasenfarbe für die Umrandung, für die Ohren, für die Bommel und für die Schleife. Das ist auch schon alles, was du an Farben brauchst. Ich verwende eine Klobernadel in der Stärke 2,5 und eine Nähnadel, um die Endfäden zu vernähen. Bevor es losgeht, ich habe jetzt mal das Häschen hier auf den Rücken gedreht, damit ihr einfach nur die Grundform seht. Und das Wichtige ist, was ihr euch schon mal merken müsst, ist einfach, wir verdoppeln links und rechts oder wir nehmen halt links und rechts ab. Und der Rest wird einfach in Reihen gehäkelt. Das erkläre ich euch gleich, aber ich werde euch jetzt nicht jede Reihe einzeln zeigen. Das macht eigentlich so keinen Sinn, da wird das Video viel zu lang. Und ja, jetzt geht's los. Wir beginnen jetzt natürlich mit dem Hasen, unserer Grundfläche. Und dazu machen wir eine Anfangsschlaufe. Und jetzt häkelt ihr 21 Luftmaschen. Hast du deine 21 Luftmaschen gehäkelt, häkelst du jetzt die Reihe zurück in die 20 Maschen. Die erste Masche auf der Nadel wird natürlich nicht mitgezählt, deswegen werden dann aus 21 Maschen 20 Maschen. Danach müssen wir natürlich breiter werden. Das ist ja jetzt hier unser Häschen Hinterteil. Und das wird auch immer ganz easy gehäkelt. Und zwar häkeln wir immer eine Zunahme und die Rückreihe wird immer eine Ruherunde sozusagen, damit wir nicht zu schnell zunehmen. Aber das zeige ich euch jetzt gleich, wenn wir mit der Reihe fertig sind. So, jetzt sind wir mit der ersten Reihe fertig. Und ob ihr am Reihenanfang oder am Ende seid, seht ihr immer hier an euren Anfangsfaden. Das ist nämlich immer der Reihenanfang. Jetzt wird jede Reihe immer eine Wendeluftmasche gehäkelt. Dann dreht ihr die Arbeit rum. Und jetzt starten wir mit den Reihen. Das heißt, das wird jetzt die Hinreihe, dann Luftmasche, Arbeit wenden, Rückreihe. Und dann seid ihr wieder hier vorne an eurem Anfangsfaden. Das heißt, da beginnt die Reihe. Jetzt starten wir mit der ersten Zunahme. Die zeige ich euch jetzt natürlich. Ihr stecht gleich hier vorne in die allererste Masche ein. Und häkelt dort eure 2 festen Maschen. In die gleiche Masche. Bis zur vorletzten Masche werden jetzt feste Maschen in jede Masche gehäkelt. Jetzt kommt die letzte Masche und diese wird auch verdoppelt. 2 feste Maschen in die letzte Masche. So, und fertig sind wir jetzt mit der ersten Reihe. Jetzt kommt die Rückreihe, weil wir müssen ja wieder hier zu unserem Anfang. Heißt eine Wendeluftmasche, Arbeit wenden. Und jetzt häkelt ihr wieder in jede Masche eine feste Masche. Und zwar sind es insgesamt 22 feste Maschen. Das brauche ich euch jetzt hier nicht weiter zeigen, deswegen werde ich das Ganze jetzt natürlich wieder spulen. Und in die letzte Masche auch noch eine feste Masche. Eine Wendeluftmasche, Arbeit drehen. Und ihr seht, wir sind hier vorne wieder am Reihenanfang.
Jetzt müsst ihr weiter verdoppeln, das brauche ich euch jetzt nicht weiter zeigen. Und zwar, wie ich es hier im Hintergrund liegen habe, und zwar verdoppelt ihr jetzt insgesamt auf 30 Maschen. Das heißt, Hinreihe verdoppeln, Rückreihe, jede Masche eine feste Masche. Das macht ihr also, wir haben hier 20, 24, 26, 28, 30. Wenn ihr das gemacht habt, mit jeweils Hin- und der Rückreihe, wir sehen uns dann also in Reihe 11 wieder. Willkommen zurück, wir sind in Reihe 11 und wir haben jetzt unsere 30 Maschen. Wir sind wieder an unserem Reihenanfang. Hier ist auch nämlich unser Faden. Und wir haben jetzt hin verdoppelt, zurück 30 feste Maschen gehäkelt und jetzt geht es weiter. Jetzt häkelt ihr, ganz spektakulär, 12 Reihen in die 30 Maschen hin und her. Wenn ihr diese 12 Reihen gehäkelt habt, sind wir nämlich dann hier mit unserer Breite fertig und dann müssen wir natürlich wieder abnehmen. Dazu braucht ihr mich jetzt nicht weiter. Das könnt ihr ganz ohne mich machen und ja, ich wünsche euch viel Spaß und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt meine 12 Reihen gehäkelt, bin in Reihe 23 und jetzt geht es weiter mit den Abnahmen. Die Abnahmen sind wieder wie folgt. Links und rechts abnehmen und die Rückreihe ist wieder jede Masche eine feste Masche. Das heißt, Reihe 24 kommt eine Abnahme, 28 Maschen und Reihe 25 wieder in jede Masche eine feste Masche. Das machen wir jetzt so lange im Wechsel, eine Reihe Abnahme, eine Reihe feste Maschen drüber, bis ihr 20 Maschen habt. Die Abnahme funktioniert so, ihr macht eine Wendeluftmasche, stecht in die erste Masche ein, holt den Faden, stecht in die zweite Masche ein, holt den Faden und mascht beide Maschen ab. Dann häkelt ihr komplett bis zu den letzten 2 Maschen. Dort macht ihr eure nächste Abnahme. Und dann haben wir schon eine Reihe abgenommen, nämlich von 30 auf 28 Maschen. Danach häkelt ihr die Rückreihe und das macht ihr im Wechsel die ganze Zeit so weiter. Das sind insgesamt 11 Reihen und wenn ihr die 11 Reihen gehäkelt habt mit den Abnahmen und der Ruhereihe, dann sehen wir uns wieder. Wir sind jetzt mit dem Körperteil fertig, das heißt, wir haben jetzt hier unser ganzes Hinterteil von unserem Häschen und weiter geht es jetzt natürlich mit dem Kopfbereich. Hier gibt es jetzt eine kleine Besonderheit. Wir wollen jetzt wieder von 20 Maschen auf insgesamt 28 Maschen kommen. Und jetzt wird in jeder Reihe verdoppelt. Das heißt, wir verdoppeln jetzt von 20 auf 22 Maschen. Eine Reihe komplette feste Maschen bis zum Reihenende, die letzte Masche wieder verdoppeln. In der Rückreihe von 22 auf 24, auf der Hinreihe wieder von 24 auf 26 und Rückreihe von 26 auf 28. Wenn ihr die 4 Reihen verdoppelt habt und eure 28 Maschen habt, sehen wir uns wieder. Jetzt haben wir hier die Weite von unserem Köpfchen, haben 28 Maschen und jetzt geht es weiter mit insgesamt 8 Reihen, Hin- und Rückreihe natürlich, in die 28 Maschen, ohne verdoppeln, ohne abnehmen, weil jetzt wollen wir jetzt natürlich hier unsere Weite von unserem Kopf machen. Und wenn ihr eure 8 Reihen gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Ich bin jetzt in Reihe 46, wir haben unsere 8 Reihen gehäkelt in die 28 Maschen und jetzt müssen wir natürlich den Kopf schmaler machen. Das heißt, wir nehmen jetzt in der Hin- und Rückreihe ab und zwar von 28 auf 26 Maschen, dann auf 24 Maschen. Wenn ihr jetzt die 26. abgenommen habt und dann die 24. kommt darüber eine Reihe feste Maschen in die 24 Maschen. Danach folgt wieder Abnahme und zwar 22 Maschen, dann 20 Maschen. Und wenn ihr eure 20 Maschen habt, kommen nochmal eine Reihe feste Maschen über die 20 Maschen. Und danach geht es auch schon mit den Ohren weiter. Also könnt ihr euch mitschreiben oder Pause drücken, wie ihr Lust und Laune habt. Ich mache das jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Schlimmste ist jetzt geschafft. Jetzt fehlen nur noch die Ohren, auch wenn das Ganze noch gar nicht nach Hase aussieht. Ich habe jetzt meine 52 Reihen gehäkelt. Die Ohren gehen ganz einfach. Also wir machen wieder eine Luftmasche,
häkeln 10 feste Maschen. Eine Wendeluftmasche und jetzt 10 feste Maschen zurückhäkeln. Eine Wendeluftmasche, aber wieder drehen. Jetzt wiederholt ihr den Schritt noch 6 Reihen und nach den 6 Reihen in die 10 Maschen sehen wir uns wieder und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Wir sind jetzt in Reihe 60. Ich habe meine insgesamt 8 Reihen gehäkelt, also plus die 6 jetzt noch dazu. Und jetzt müssen wir das Öhrchen natürlich noch zur Spitze machen. Das heißt, wir nehmen jetzt ab die erste Masche, Rest feste Maschen, außer die letzten 2 Maschen, außer die letzten 2 Maschen. Jetzt kommt wieder eine Abnahme, eine Wendeluftmasche, Rückreihe feste Maschen in die 8 Maschen und so macht ihr das so lange, bis ihr nur noch eine Masche übrig habt. Das heißt, danach in der Reihe nehmt ihr wieder ab auf 6 Maschen, Rückreihe wieder in die 6 festen Maschen, dann kommt wieder eine Abnahme auf 4, Rückreihe in die 4 Maschen häkeln, dann eine Abnahme auf 2 Maschen, Rückreihe in die 2 Maschen und dann die 2 Maschen nochmal zusammen häkeln. Das ist auch schon alles. Und wenn ihr das dann gemacht habt, müssen wir natürlich noch das zweite Ohr machen. Dazu setzt ihr den Faden wieder unten an am Reihenende. Dazu setzt ihr dann den Faden einfach hier in der ersten Masche an und häkelt wieder 10 feste Maschen und dann wiederholt ihr den Schritt vom Ohr genauso. Wie ich euch das jetzt gerade hier schon mal erklärt und gezeigt habe. Und dann sind wir mit dem Grundhäschen auch schon fertig. Also ganz einfach. Ich mache das Ohr jetzt erstmal fertig. Was ich erzähle mit einer Masche, 2 Maschen sollen übrig bleiben, weil wir wollen ja dann für die Umrandung ein schönes rundes Ohr haben. Entschuldigung. So, hier ist jetzt das erste fertige Ohr. Wie gesagt, ihr setzt jetzt den Faden hier unten rechts an und wiederholt den Schritt vom Ohr nochmal genauso. Ich habe ein zweites Öhrchen fertig und jetzt müssen wir die Endfäden vernähen. Ihr könnt die natürlich bei der Umrandung auch einfach mit einhäkeln. Das ist noch der Faden, den habe ich hier mit eingehäkelt beim zweiten Ohr. Und jetzt vernähen wir die Endfäden. Ihr könnt die natürlich auch mit einhäkeln und danach geht es mit dem zweiten Teil weiter von unserem Hasen. Weiter geht jetzt mit dem Popo vom Häschen. Die Tasche geht auch ganz easy. Wir machen wieder eine Anfangsschlaufe. Die muss natürlich etwas kleiner sein, deswegen häkeln wir jetzt nur 19 Luftmaschen. Hast du deine 19 Luftmaschen gehäkelt, häkelst du jetzt in Reihe 1 in die 18 Luftmaschen. Jetzt machst du dasselbe, wie wir eigentlich bei dem Hasenkörper auch schon gemacht haben. Wir verdoppeln jetzt wieder die erste Reihe und die Rückreihe wird wieder in jede Masche feste Maschen gehäkelt. Das heißt, wir verdoppeln jetzt auf 20, dann eine Reihe in die 20 festen Maschen, dann auf 22 verdoppeln, die 22 Maschen zurückhäkeln, dann auf 24 verdoppeln, wieder die Rückreihe, auf 26 verdoppeln und dann sehen wir uns wieder. Ich habe wieder verdoppelt, bin jetzt in Reihe 8, habe jetzt hier insgesamt 26 Maschen, bin wieder an meinem Reihenanfang, sehe ich unten an meinem Faden. Und jetzt müssen wir natürlich wieder in Reihen häkeln, ohne Zunahmen, damit wir hier die Breite links und rechts hinbekommen. Und das heißt, wir häkeln jetzt insgesamt 10 Reihen hin und her, feste Maschen in die 26 Maschen. Und dann sehen wir uns zur Abnahme wieder. Wir sind jetzt in Reihe 18. Habe hier meine Reihen gehäkelt und jetzt geht es wieder an die Abnahme und die Abnahme ist ganz easy. Ihr nehmt jetzt ab auf 24, auf 22, auf 20 und auf 18. Also jede Reihe 2 Maschen links und rechts abnehmen.
Insgesamt 4 Mal. Und dann sind wir wieder auf unseren 18 Maschen. Das mache ich jetzt, wie immer, ganz schnell. Ich bin fertig mit dem zweiten Teil, habe hier meine 18 Maschen. Der Faden kann jetzt abgeschnitten werden. Aus der Masche ziehen, beide Endfäden verstecken und jetzt geht es an die Umrandung. Und da müsst ihr nicht viel zu können. Ich nehme jetzt hier ein helleres, pastelliges Gelb, mache eine Anfangsschlaufe, nehme jetzt hier das erste Teil, das ist hier meine obere Seite und das suche ich mir jetzt einfach hier in der Ecke aus, weil hier wisst ihr ja, müsst ihr nur die festen Maschen behäkeln. Vielleicht ist die Seite ein bisschen interessanter. Eine Luftmasche, häkeln den Endfaden gleich mit ein, häkeln das lose Ende des Fadens gleich mit ein und jetzt werden feste Maschen gehäkelt. Macht die nicht zu fest und jetzt häkelt ihr einmal komplett außen herum. Da brauche ich euch ja nicht viel zeigen. Also häkelt jetzt hier einmal komplett außen herum, lasst den Faden am Ende länger, weil wir müssen natürlich den auch noch verwenden zum Annähen am Hasenkörper. Wenn ihr das mit diesem Teil gemacht habt, macht ihr dasselbe auch nochmal mit den kompletten Hasen, auch hier schön außen herum, ohne Zunahmen, ohne alles und dann den Faden hier vernähen. Und wenn ihr beide Teile umrandet habt, dann sehen wir uns wieder. Ich habe beide Teile umrandet und jetzt geht es noch an unsere kleinen Ohrenapplikationen. Dazu nehme ich mir wieder eine neue Farbe. Müsst ihr natürlich nicht. Könnt natürlich auch die Umrandungsfarbe zum Beispiel nehmen. Die Ohrenapplikation geht ganz einfach. Ihr häkelt eine Luftmaschenkette. Macht das mal eine Anfangsschlaufe. Wir häkeln 7 Luftmaschen. Und jetzt häkelst du 8 Reihen feste Maschen in die 6 festen Maschen. Die 7. Luftmasche, die auf der Nadel ist, wird natürlich nicht mitgezählt. Deswegen sind es nur 6 feste Maschen. Eine Wendeluftmasche, Arbeit wenden und Rückreihe häkeln. Dann nochmal 6 Reihen dazu. Wenn ihr die 6 Reihen gehäkelt habt, machen wir die Abnahmen weiter. Hast du deine kompletten 8 Reihen gehäkelt, geht es jetzt natürlich wieder hier am Reihenanfang los. Und jetzt häkeln wir wieder unsere Abnahme. Und wir nehmen jetzt erstmal die erste Masche ab, häkeln 1, 2 feste Maschen und jetzt wieder eine Abnahme. Rückreihe wieder nur feste Maschen. 1, 2, 3 und 4. Jetzt wieder eine Abnahme. Und gleich nochmal eine Abnahme, weil wir haben ja nur noch 4 Maschen. Eine Wendeluftmasche. 2 feste Maschen. Eine Wendeluftmasche und jetzt die letzte Masche auch nochmal abnehmen. Die letzten 2 zu einer machen. Und fertig ist euer Hasenohr. Diesen Schritt wiederholt jetzt noch ein zweites Mal für 2 Hasenohren. Denkt dran, den Faden gleich ein bisschen länger lassen. Den brauchen wir noch zum Annähen und das Endstück vernähen. Wenn ihr jetzt mit euren Öhrchen fertig seid, könnt ihr erstmal zur Seite. Jetzt braucht ihr nämlich eure Gabel. Weil unser Häschen braucht jetzt auch noch ein Schwänzchen. Und die einfachste Variante für das Schwänzchen ist die Gabel. Und zwar wickelt ihr jetzt eure Farbe eurer Wahl, was ihr als Schwänzchen nehmen wollt, 40 Mal um die Gabel, mittig. Jetzt schneidet ihr den Faden ab. Nehmt euch ein extra Stück Faden. Das wickelt ihr jetzt durch die Mitte von der Gabel. Und da macht jetzt einfach einen Knoten.
Achte darauf, den schön festzumachen. Dann legt ihr einfach den Mittelfinger in die Mitte und macht den zweiten Knoten. Oder ihr fragt einen Familienangehörigen, ob er euch hilft. Dasselbe mache ich nochmal, das heißt, ich gehe nochmal mit den Faden durch die Mitte durch und mache nochmal einen Knoten. Jetzt das Ganze von der Gabel runterziehen. Das längere Stück können wir hier abschneiden von eben. Und jetzt schneiden wir einfach links und rechts beide Seiten auf. Jetzt verwuschelt ihr das Ganze ein bisschen. Ich mache das mal hier so auf der Handfläche. Wenn euch die Form noch nicht so gefällt, könntet ihr auch noch ein bisschen zurechtschneiden. Und fertig ist euer Schwänzchen. Jetzt müssen wir natürlich noch alle Teile zusammenfügen. Das heißt, ich fange hier mit dem Schwänzchen an. Ihr könnt das zwar auch im Nachhinein machen. Und zwar zähle ich hier ab 1, 2, 3 und auf der Höhe von der dritten Reihe gehe ich mit der Nadel rein, hole mir den Faden vom Pompom durch und dann so 2 Maschen Platz dazwischen, hole ich mir die andere Seite von unserem losen Faden durch. Und jetzt knote ich hier einfach das Schwänzchen von innen fest. Wenn ihr das gemacht habt, geht es natürlich weiter. Jetzt legen wir hier unsere Tasche, unser Häschen drauf. Ich lasse hier eine Reihe dazwischen Platz und vom Rand aus ergibt sich das hier. Hauptsache es ist mittig. Und jetzt fangen wir an, hier außenrum bis hier oben hin das Ganze zusammenzunähen. Ich zeige euch das jetzt mal. Also, wir fangen an und gehen durch die unteren Maschen. Und jetzt in die Masche, wo euer Faden herkommt, wieder nach oben. Jetzt zur nächsten Masche wieder nach unten und die Masche, die direkt darunter ist, wieder rein und durch die Masche, wo der Faden herkommt, wieder nach oben. Zur nächsten Masche. Und so macht ihr das jetzt schön Reihe rum, weil brauche ich euch nicht weiter zeigen. Und achtet darauf, zieht das Ganze ruhig fest, aber nicht so fest, dass sich eure oberen Maschen hier verziehen. Sonst sieht es ein bisschen merkwürdig aus. Dasselbe macht ihr mit den Ohren genauso. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Legt die Ohren so auf, dass auf beiden Seiten gleich viel Platz ist und man die Hintergrundfarbe schon noch durchsieht. Oder ihr orientiert euch hier unten an der letzten Reihe und so könnt ihr das auch mittig hinlegen und dann einfach, so wie ich es euch hier unten schon gezeigt habe, macht ihr das hier oben jetzt genauso und näht das Ganze fest. Wenn ihr das gemacht habt, alle Teile angenäht, dann sehen wir uns wieder. Das Häschen ist jetzt fertig und jetzt brauchen wir natürlich noch unsere Schleife und die geht ganz easy. Ihr schlagt wieder Luftmaschen an, mache eine Anfangsschlaufe. Und für den Hals habe ich insgesamt 111 Luftmaschen angeschlagen. Und 111. Also es wirkt am Anfang ziemlich lang, aber so lang ist es dann am Ende nicht mehr, wenn ihr die Schleife gemacht habt. Jetzt häkelt ihr ins hintere Maschenglied in alle 110 Luftmaschen und das machen wir insgesamt 3 Reihen lang. Wenn du deine 3 Reihen gehäkelt hast, zeige ich euch noch, wie wir die Schleife zu einer Schleife machen. So, du nimmst jetzt eine Seite und legst eine Schlaufe. Ich überdrehe die so, damit die Schleife dann auch schön aussieht. Dann legst du einen Faden drunter und machst einen leichten Knoten, so dass die Schlaufe noch beweglich ist. Dasselbe machst du auf der anderen Seite natürlich auch. So.
Jetzt nimmst du dein Häschen. Das ziehst du jetzt so lange hin und her, bis die Schlaufen über Kreuz schön ordentlich aussehen und das Band hier auch nicht zu fest und nicht zu locker ist, sondern schön da um den Hals liegt. Dann kannst du das Ganze wieder runternehmen. Jetzt hast du ja deine richtige Länge, legst sie wieder über Kreuz, dann nimmst du einen einzelnen Faden, hältst den hier fest, circa 1 Meter lang und legst das genau dazwischen und wickelst das schön straff drumherum. Wenn du das jetzt oft genug gemacht hast, nimmst du deine Nähnadel und gehst von hinten zwischen den Maschen durch und vernähst den Faden. Durch die Schlaufe, machst einen Knoten und fertig. Du kannst die Schleife jetzt immer noch mal ein bisschen zurechtziehen. Das funktioniert auch hier durch diese Umwicklung noch. Und dann kannst du das ein bisschen anpassen an den Hals. Ich lege das hier mal so ein bisschen an die Seite, finde ich so ganz niedlich. Jetzt kannst du dein Messer, Gabel noch reintun und fertig. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei der Anleitung und ich hoffe, euch hat die gefallen und jetzt bis zur nächsten Folge Küma Tutorials.